Wenn sich ein Mensch in einer Extremsituation befindet, hängt sein Leben und seine Gesundheit direkt davon ab, wie schnell Entscheidungen getroffen werden. In dieser Geschichte halfen Besonnenheit und gesunder Menschenverstand dem Protagonisten, aus einer schwierigen Situation herauszukommen, ohne dabei wesentliche Verluste zu erleiden. Es geschah an einem Frühlingsmorgen in der Nähe eines der Gebirgsflüsse Ostsibiriens. Der Fahrer eines planen LKW hatte in einem Lager Lebensmittel und Medikamente geladen und transportierte sie in ein abgelegenes Dorf im Oberlauf der Lena. Im Winter wurden die Güter mit dem Schneemobil geliefert. Mit dem Einsetzen der Wärme konnten bereits Fluss- und Straßentransporte genutzt werden. Die Straße war uneben und kurvenreich. Der Fahrer musste aufmerksam sein, um nicht in eine Schlucht oder den Fluss zu fallen, der auf der linken Seite der Straße verlief. Es war schönes Wetter und die Sonne erwärmte den Boden, von dem dichter, weißer Dampf aufstieg. Plötzlich neigte sich der Wagen abrupt nach rechts. Der Mann trat auf die Bremse und der LKW blieb wie angewurzelt stehen. Der Fahrer stieg aus der Kabine und sah, dass er einen platten Reifen hatte. Seufzend holte der Mann das Reserverad heraus und schraubte die Muttern am platten Reifen ab. Der Fahrer summte leise die Worte eines einfachen Liedes. Plötzlich bemerkte er aus dem Augenwinkel, wie sich eine braune Masse von der Schluchtseite her auf ihn zubewegte. Gleichzeitig ertönte ein Knurren, das in ein langgezogenes Brüllen überging. Es war ein wütender Bär. Dem Mann blieb nichts anderes übrig, als wegzulaufen. Der Fahrer wusste, dass dies keine gute Idee war, da ein Bär eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Er hörte das schwere Atmen des sich nähernden Raubtiers hinter sich und bog in Richtung des Flusses ab. Der Flüchtling hoffte, dass der Bär ihn in Ruhe lassen würde, da er sich scheuen würde, ihm ins Wasser zu folgen. Wie groß war sein Erstaunen, als er sich umdrehte und sah, dass der Bär ihm folgte. Die Strömung des Flusses war an dieser Stelle sehr reißend. Der Mann zögerte einen Moment und sprang in den eisigen, trüben Strom. Sofort wurde er erfasst und in seinem schnellen Strudel herumgewirbelt. Das dauerte etwa 10 Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen. Im Kampf gegen die starke Strömung versuchte der Flüchtling verzweifelt, das Ufer zu erreichen. Schließlich gelang es ihm. Erschöpft sank er auf das steinige Ufer. Plötzlich hörte der Mann in der Nähe ein seltsames, langgezogenes Seufzen. Als er den Kopf hob, sah der Flüchtling einen Bären 3 Meter von ihm entfernt liegen. Der nasse Bär holte, wie der Mensch, nach dem Kampf mit dem reißenden Fluss Atem. Der Mann konnte nicht verstehen, warum der Bär ihn so hartnäckig verfolgt hatte. Bei näherer Betrachtung sah er, dass am Hals des Bären eine einseitig abgerissene, rostige Drahtschlinge hing. Die Schlinge hatte sich in die Haut eingeschnitten und verursachte dem Bären offenbar unsägliche Qualen. Der Mann zögerte nicht lange. Vorsichtig näherte er sich dem Bären und versuchte, die Schlinge zu lösen. Er musste sich ganz schön anstrengen, bevor es ihm gelang. Das braune Raubtier gab dabei keinen Laut von sich und beobachtete die Handlungen des Mannes. Es war eine spezielle Drahtfalle, in die der Bär vor einer Woche geraten war. Wilderer stellen solche aus Merlitz-Igem Drahtseil her. Offenbar war es durch die Feuchtigkeit verrottet und der Bär hatte es zerrissen. Nachdem er sich aus der Falle befreit hatte, suchte der Bär, an wem er seine Wut auslassen konnte. Zu seinem Unglück traf er den Fahrer an, der eine Panne behob. Wahrscheinlich kann man den Ärger und die Wut des Bären verstehen. Der Mensch ist oft sehr grausam zu seinen kleineren Brüdern. Aber dem Fahrer gelang es, seine Schuld gegenüber dem Bären zu begleichen, denn dank seines mutigen und kompetenten Handelns konnte das Raubtier von seinem Leiden befreit werden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.